Nach einer Schockprognose von Novo Nordisk ist die Aktie gestern um über 15% gefallen. Ich wusste, ich muss die Aktie sofort fundamental bewerten. Ist das der Kauf des Jahres oder ist hier Vorsicht geboten? Das alles nach einem kurzen Intro. Pausiert euch bitte den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir fangen unsere Analyse immer mit den Marktdaten an, aber bevor wir in die Zahlen reingehen, müssen wir ein paar Kleinigkeiten besprechen. Und zwar, was ist seit gestern bis heute alles passiert? Gestern kam das Unternehmen raus und hat schon mal die ersten Schockprognosen rausgehauen, bevor am heutigen Vormittag das offizielle Q4 abgeschlossen wurde und die Unterlagen vorgelegt wurden. Und was hat das Unternehmen gestern schon gesagt? Also, sie haben erwähnt, einen Umsatzrückgang erwarten sie für das Jahr 2026 von 5-13%. Und das wäre auch der erste Umsatzrückgang seit über einem Jahrzehnt bei dem Unternehmen. Dann kam zusätzlich ein nie dagewesener Preisdruck in den USA. Da sagt man, obwohl die Nachfrage nach Wegovy und Ozempic hoch ist, verdient Novo immer weniger. Und der Grund, die US-Regierung hat drastische Preissenkungen für Medicare-Patienten durchgesetzt, bis zu 71% weniger für Wegovy. Und es gibt auch eine Rabattschlacht, um in den Listen der Krankenkassen bleiben zu können, muss Novo immer höhere Rabatte gewähren. Und dann kam noch heute Morgen von Eli Lilly wirklich glänzende Zahlen und das natürlich schlägt sich negativ zusätzlich noch auf Novo Nordisk aus. Und sie verlieren auch zusätzlich noch Marktanteile gegenüber Eli Lilly. So, und dann würde ich sagen, jetzt legen wir los mit den nackten Zahlen und wir haben übrigens alles in dänischen Kronen eingestellt, damit wir hier wirklich reale Werte haben. Und wir fangen jetzt an. Also, Novo Nordisk wird derzeit mit 300 dänischen Kronen gehandelt, umgerechnet sind es 40 Euro. Dann haben wir bei der Marktkapitalisierung 1,3 oder über 1,3 Billionen dänische Kronen, ein Kursgewinnverhältnis derzeit, und das ist richtig niedrig, von knapp unter 13. Gewinn je Aktie von 23,3 und bei den Dividenden haben wir 11,4 und Dividendenrendite 3,8%. Und dann beim 52-Wochen-Hoch und Wochentief, da sehen wir, dass wir uns derzeit im unteren Drittel oder relativ ganz weit unten befinden. Und übrigens, das können wir uns jetzt auch hier nochmal bei TradingView mal anschauen, wie stark hier eigentlich Novo Nordisk verloren hat. Die haben seit letztem Jahr bis an der Spitze hier unten, das war im November 2025, haben sie 74% verloren. Und übrigens, ich bin selber investiert, das blende ich euch jetzt schnell mal ein. Und ihr solltet wirklich immer vorsichtig sein, wenn euch irgendjemand etwas erzählen möchte, wenn er selber investiert ist, also auch in meinem Fall, bitte nehmt meine Daten wirklich immer mit Vorsicht. Und was ich auch sagen muss, das alles hier ist auch keine Anlageberatung, das soll nur zur Unterhaltung dienen und ist nur meine persönliche Meinung. So, und dann haben wir unter der Kategorie nach Peter Lynch habe ich das Unternehmen unter Stalwarts eingestuft und beim Basisjahr, wie gesagt, heute kamen die offiziellen Quartalsberichte raus und das Jahr 2025 ist somit abgeschlossen. Und jetzt schauen wir uns mal aus der Vergangenheit an, welche Daten hier dementsprechend für uns wichtig sind und wie hat sich hier in der Vergangenheit Novo Nordisk geschlagen. Übrigens, das habe ich in den anderen Videos schon mal gefragt, da warte ich noch von dem einen oder anderen auf eine Antwort. Soll ich die ganzen Begriffe hier in Englisch lassen oder sollte ich sie lieber auf Deutsch stellen? Ihr könnt es selber entscheiden, eure Entscheidung zählt. Wir sehen hier beim Umsatz einen Anstieg in den letzten 5 Jahren von über 17%. Dann haben wir beim EBITDA über 18%igen Anstieg, beim Net Income fast 20% und EPS von über 21%.
Auch der Free Cashflow ist angestiegen von über 8%. Und wir sehen eine Buybackrate, die ist relativ konstant bei zwischen 20 und 35. Da sehen wir auf 10 Jahressicht sehen wir hier sogar 37,57%. Der Buchwert ist stark angestiegen um 21% und die Shares Outstandings, und das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich wirklich sehr positiv bei Aktien hier mir immer anschaue. Übrigens, ich habe vor kurzem Amazon hier auch bewertet, werde ich euch in der Beschreibung und in der Infobox mal verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da war ich wirklich negativ überrascht worden, was das Unternehmen von Amazon hier an dieser Stelle macht. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an, da sage ich auch meine Meinung. Und wir sehen hier wirklich, dass dementsprechend Novo Nordisk hier richtig schön stark eigene Aktien zurückkauft. Wie gesagt, nicht so stark wie manch andere Unternehmen, die ich schon bewertet habe. Und übrigens, ich werde euch auch unter dem Video auch die komplette Playlist mit den einzelnen Unternehmen mal verlinken, welche ich schon bewertet habe. Da könnt ihr reinschauen, vielleicht ist das ein oder andere Unternehmen bereits schon drinnen. Ich versuche so schnell wie möglich viele Unternehmen in diese Playlist reinzubekommen. Aber wir sehen hier auf 5 Jahre Sicht um 1% jährliche Reduktion an eigenen Aktien, und das schlägt sich natürlich für uns sehr positiv aus, wenn wir darüber denken, dass der Gewinn dann auf weniger Aktienanteile auf der Welt verteilt werden muss. Und dann sehen wir auch bei der Dividende wirklich ein sehr starkes Wachstum. Das ist wirklich phänomenal, von fast 30% auf die letzten 5 Jahre. Und jetzt schauen wir uns die Q4-Zahlen an. Da vergleichen wir, wie gesagt, das Q4 aus dem Vorjahr zu dem jetzigen Q4. Und wir sehen hier beim Umsatz einen Anstieg von über 21%. Aber Achtung, das ist genau der Punkt, den ich dementsprechend schon angesprochen habe. Wenn natürlich hier der Umsatz fallen sollte in der nächsten Zeit, was hier das Unternehmen auch angibt, dann wird sich das richtig negativ auf unsere Berechnungen hier auch niederschlagen. Ich kann ja mit dem im Moment rechnen, was ich schon sehe oder was ich schon kenne. Und die Zukunft, das ist natürlich sehr schwierig, weil wir müssen eine Prognose schätzen. Und dazu kommen wir gleich, was ich hier überhaupt an Prognosen errechnet habe. Und wir sehen halt, wie gesagt, 21% beim Umsatz. Das EBITDA ist aber gefallen um fast 9% zum Vorjahr. Auch das Net Income ist um über 3% hier gefallen. Auch das EPS ist gefallen um 3%. Das sind halt, wie gesagt, sehr negative Werte. Dann sehen wir beim Free Cashflow, sehen wir, dass der wiederum sehr stark angestiegen ist, aber die Nettoverschuldung ist auch angestiegen. Und da sehen wir, wie gesagt, die Gesamtschulden sind um 8% angestiegen und das Cash ist aber um 6% gesunken. Und das ist natürlich nicht so schön, und deswegen haben wir hier bei der Nettoverschuldung einen Wert von über 10%. Und beim Buchwert haben wir einen sehr starken Anstieg von 30%, und auch die Shares Outstandings, was ich vorhin schon angesprochen habe, das gefällt mir wirklich sehr schön, dass hier eigene Aktien zurückgekauft werden. Und jetzt kommen wir zu dem kombinierten Master Key. Wie gesagt, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich führe im Hintergrund 3 verschiedene Bewertungsmodelle durch. Einmal die Discounted Cashflow Variante nach der Legende Warren Buffett, einmal die PEG Variante nach der Legende Peter Lynch und die Enterprise Value EBITDA Variante. Und wir sehen hier auch, dass wir bei den Wahrscheinlichkeitsgewichtungen einfach die DCF-Methode mit 50% hier gewichten. Warum? Weil das ist einfach die stärkste Methode zur Bewertung von Aktien, und deswegen mache ich das so. Und ich führe auch für alle 3 Varianten oder 3 Modelle verschiedene Szenarien durch, also eine konservative, eine moderate und eine optimistische Bewertung, und die fließen dann dementsprechend hier rein, und dann bekommen wir diese Werte hier auch raus, und dann sehen wir aktueller Aktienkurs in Kronen von knapp über 300 Kronen. Dann haben wir einen gewichteten Fernwert von 444, was ich errechnet habe, und kombinierter MOS-Preis von 355 Kronen.
unter Euro, 41 Euro derzeit wird das Unternehmen gehandelt. Gewichteter fairer Wert sind knapp 60 Euro und beim kombinierten MOS-Preis 47 Euro. Und somit sehen wir, dass wir eine Untergewichtung haben. Aber Achtung, das ist, wie gesagt, das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Und jetzt kommt natürlich das Spannende, was wird das Unternehmen in der Zukunft machen? Denn wenn sie natürlich das, was sie jetzt angegeben haben, so weitermachen werden und der Umsatz und die Gewinne und so weiter werden dann sinken, dann werden natürlich die Prognosen nicht so schön aussehen. Und ich habe richtig im Hintergrund in meinen Modellen sehr pessimistisch gerechnet. Wirklich, da habe ich sehr schwache Wachstumswerte hergenommen. Also da reden wir von zwischen 9 und 11 in den ganzen Modellen. Also ich bin wirklich sehr konservativ geblieben. Ich habe auch die konservative Berechnung dementsprechend auch sehr hoch gewichtet für das Endergebnis und das sind die Preise. Und wenn wir jetzt überlegen, dass ich hier beim gewichteten Fernwert bei 60 rauskomme und wir diesen Wert vor kurzem eigentlich gesehen haben, dann wissen wir dementsprechend, dass das Unternehmen gar nicht so stabil ist, wie vielleicht der eine oder andere sich das vorstellt. Und übrigens, falls euch solche Analysen gefallen, wisst ihr, was zu tun ist. Da gibt es so einen Knopf, den könnt ihr betätigen und dann werdet ihr auch dementsprechend mit dabei sein. Und wenn ihr noch das Glöckchen hier aktiviert, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn neue Videos dieser Art wieder rauskommen. Aber Spaß beiseite, machen wir jetzt mal weiter. Dann sehen wir beim Master Key, dass ich hier für dieses Jahr mit 9% gerade mal gerechnet habe. Dann sehen wir auch noch eine abflachende Wachstumskurve, welche ich in die Zukunft hier prognostiziere. Weil wir müssen bei so großen Unternehmen wirklich mit Vorsicht an die Sache rangehen. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass so ein Unternehmen hier dementsprechend mit 15% einfach immer weiter wächst und so weiter. Das funktioniert nicht. Und das sehen wir gerade. Wir stecken in der Krise mit Novo Nordisk und ich komme gleich zu meinem Fazit, was ich euch auf den Weg geben möchte, was ich hier machen würde, wenn ich noch gar nicht investiert wäre. Und zum Schluss schauen wir jetzt meine Checkbox an und da sehen wir wirklich, alle 7 von 7 Punkten sind hier dementsprechend positiv ausgefallen. Wir haben einen ROIC-Wert, der weit über oder fast an die 40% Marke hier ankratzt. Wir haben einen ROE-Wert von über 67%. Also wie gesagt, das Unternehmen ist gesund. Das Unternehmen ist fundamental stark. Aber sie bauen gerade ein Problem nach dem anderen auf. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass die Politik natürlich bei Medicare-Unternehmen wirklich hier viel zu sagen hat. Und wenn die natürlich zum Spinnen anfangen, dann kann bei so einem Unternehmen wirklich schnell das Kartenhaus auseinanderbrechen. Und einer der Punkte, der mir auch richtig schön gefällt, ist halt, wie gesagt, hier die Buyback-Rate. Die ist hier bei 1,6%. Das sehe ich sehr positiv bei so einem Unternehmen an. Und wie gesagt, das spreche ich auch immer positiv an, weil das ein Punkt ist, der uns zumindest ein bisschen Puffer liefert. So, und jetzt kommt mein finales Ergebnis oder nicht finales Ergebnis, meine finale Meinung zu dem, was ich mit Novo machen würde, wenn ich hier gar nicht investiert wäre. Erstens, ich finde, man soll hier wirklich als erfahrener Anleger vielleicht an die Sache rangehen. Jemand, der unerfahren ist, sollte hier in meinen Augen die Finger von dem Unternehmen lassen. Denn, und das meine ich jetzt nicht so, weil ich jetzt hier der Erfahrenste bin oder irgendwas anderes. Nein, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe Novo Nordisk gekauft. Da war ich wirklich noch gar nicht so in der Materie drin, wie ich es jetzt gerade bin. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss einen starken Charakter haben, wenn man so eine Aktie im Portfolio hat. Weil jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft das Unternehmen jetzt gerade bei 40 € und das kracht auf 30 runter. Und ihr habt, weiß ich nicht, 50 oder 100 Anteile gekauft. Ihr werdet wirklich an euch selber grübeln und richtig nervös sein und ihr werdet dann früher oder später das Unternehmen verkaufen mit einem hohen Verlust. Jemand, der hier einsteigt, der muss wirklich das auf viele, viele Jahre in sein Portfolio mit aufnehmen und deswegen sage ich euch, seid bitte vorsichtig. Wenn ihr, und stellt euch selber mal hin und sagt euch einfach so, okay,
Halte ich das jetzt aus, 5 Jahre zum Beispiel hier zu warten, bis hier etwas Positives passiert oder nicht? Wenn die Antwort bei euch Nein ist, dann lasst die Finger davon. Wirklich. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich bin selber investiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn jetzt wieder Geld da ist und das Unternehmen so weit unten ist, vielleicht kaufe ich wieder ein bisschen was nach. Aber trotzdem, das ist jetzt nur, das sind nur Daten aus der Vergangenheit und was die Zukunft jetzt bringt, das wissen wir nicht. In dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, ihr könnt jetzt ein kleines Däumchen da lassen, das wird mir zumindest meine Arbeit ein bisschen spaßhafter machen und ich würde wissen, dass euch dementsprechend diese ganzen Videos auch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch eine ruhige Woche und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eine eigene und neue Aktie hier bewerten. Ciao, ciao.